Hallo liebe Backfreunde, heute machen wir es französisch. Aber nicht so wie du denkst. Wir machen heute Baguette, komplett traditionell von Hand gemacht und ich zeig dir, wie das geht. Wir fangen an mit dem Poulish. Dazu verschlemmst du 2 Gramm Hefe oder 1 Gramm Trockenhefe in 80 Milliliter lauwarmes Wasser. Anschließend gibst du 100 Gramm Weizenmehl Type 550 dazu und verrührst es zu einer homogenen Masse. Jetzt deckst du die Schüssel ab und lässt sie bei Raumtemperatur mindestens 12 Stunden reifen. Ich habe mir den Poulish gestern schon angesetzt, deshalb kann ich den Teig jetzt schon herstellen. Du nimmst jetzt 10 Gramm Hefe oder 3 Gramm Trockenhefe und verschlemmst es mit 240 Milliliter kaltem Wasser. Dann kommen 400 Gramm Weizenmehl Type 550, 10 Gramm Salz, 25 Gramm Backmittel oder 7 Gramm Honig und dein Poulish, den du dir vorbereitet hast, alles in die Schüssel und das knetest du in der Schüssel, bis sich alle Zutaten vermengt haben. Jetzt kannst du den Teig auf die Arbeitsplatte schmeißen und wir fangen an, den Teig intensiv zu kneten, indem wir ihn zerreißen und wieder zusammenführen, dehnen, falten und ziehen. Am besten besorgst du dir so eine Teigkarte oder einen Teigschaber, damit kannst du den Teig besser von der Arbeitsplatte wegkratzen und wieder zusammenführen. Wenn der Teig sich sanft und geschmeidig anfühlt und sich von der Arbeitsplatte löst, kannst du mit der Fensterprobe sehen, wie weit sich dein Klebernetz ausgebildet hat. So soll der Kleber aussehen, wenn der Teig fertig ist. Jetzt formen wir eine Kugel und schmeißen den Teig auf die Tischplatte und geben ihm ein Küsschen. Und decken ihn ab und lassen ihn für 15 Minuten ruhen. Nach den 15 Minuten teilst du den Teig in 2 Stücke ein und kliefst sie rund und formst die Stücke etwas länglich. Da jetzt wieder viel Spannung auf dem Teig ist, musst du die nochmal für ein paar Minuten abdecken und entspannen lassen, weil er sonst reißen würde. Bereite dir ein Küchentuch vor und bemehle es ein wenig, damit die Baguette nicht kleben bleiben. Nach etwa 5 Minuten können wir unsere Baguette formen. Ihr legt jetzt den Teig mit dem Schluss nach oben auf die Arbeitsplatte und drückt mit euren Fingern eine kleine Kuhle rein. Dann nehmt ihr eure Daumen und spannt den Teig in die Mitte. Wenn ihr merkt, der Teig hat Spannung, dann rollt ihr den vorsichtig aus, nur mit den Handflächen hin und her, ohne dass ihr zieht, weil wenn ihr zieht, dann zerreißt ihr den Teig. Einfach geduldig nach vorne und nach hinten und immer langsamer nach außen gehen, aber nicht ziehen. Decke die jetzt mit einem leicht feuchten Küchentuch ab und lass sie etwa für 5 Stunden reifen. Wenn du deine Baguette schneller haben möchtest, musst du die Hefemenge erhöhen. Ich heize den Ofen auf 240 Grad vor und benutze auch einen Pizzastein, damit die Baguette auch unten schön knusprig werden. Ich würde den Ofen auch etwa 40 Minuten vorm Backen hochheizen, damit der Pizzastein heiß genug ist. Jetzt legst du deine Baguette direkt auf den Stein und schneidest die im 45 Grad Winkel ein. Jetzt dampfst du kräftig und backst deine Baguette für 5 Minuten bei 240 Grad. Stellst den Ofen dann auf 200 Grad und backst sie für weitere 10 bis 12 Minuten. Achte aber selber auf die Farbe deiner Baguette, weil jeder Ofen ist unterschiedlich. Jetzt kommen unsere französischen Goldstangen raus. Sehen die nicht schön aus? Einfach herrlich. Jetzt schneide ich mal einen auf und schauen wir, wie die von innen aussehen. Wow, einfach schön, so habe ich mir das vorgestellt. Schön weich und saftige Krume. Ich verspreche dir, die werden auch extrem lecker schmecken. Na, hat euch heute die französische Art gefallen? Dann like dieses Video und abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Du backst das!